So, liebe Leute, halten wir eins mal fest. Crowns and Pawns wäre kein Puzzle-Adventure, wenn es nicht ständig was zu rätseln gäbe. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo ich nicht mal mehr den Hauch einer Idee habe, wie es weitergehen kann. Der heilige Wein wurde geklaut und unser Priester kann keine Messe halten. Das ist schlecht. Diese Kirche bringt uns somit aktuell nicht weiter. Die andere Kirche konnten wir nicht mal betreten wegen der Baustelle. Und die dritte gibt es noch nicht einmal. Wunderbar. Irgendwie müssen wir jetzt trotzdem sehen, dass hier irgendwas passiert. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal mit der Hotspot-Hilfe hier rein und sehen, dass ich eine Sache noch nicht entdeckt habe. Und das ist hier oben das Kruzifix. Milda. I wonder what Jesus would think of such a depiction of him. Would he have chosen it as a profile picture? Nope. Hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Okay. Also, unsere Weinschorle mit heiligem Wasser wurde verschmäht. Wir brauchen Wein von einem zertifizierten Weingut. Bisher hatte ich damit noch überhaupt gar nichts zu schaffen. Insofern gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Und ist hier gerade irgendwas passiert? Moment. Nö. Ich dachte, da hätte sich gerade was getan. Alles klar, wir gehen einfach nochmal in die Stadt oder checken erstmal hier den Laden nochmal ab. Hier geht's zur Stadt. Ja, die Kirche, die kennen wir. Reisebüro haben wir noch. Passt auf, wir waren nicht drin. Dann machen wir das mal. Und ansonsten hätte ich jetzt eine klitzekleine Idee, was wir machen könnten. Ah, hier gibt es ein bisschen was zu klären. Okay. Also, was haben wir denn hier? Ein Wasserspender. Wir fangen einfach mal an zu untersuchen. A staple of hydration and gossip. Wunderbar. Gossip ist immer gut. Irgendwas anderes noch? Hier. Ein Anschlagbrett, wahrscheinlich mit irgendwelchen billigen No fetch Log-Angeboten. quests on this board. Ha! Ja, es ist kein Questboard. Na gut, hier, Reisevermittlerin, Computer. Ich ahne, wir müssen schon wieder irgendwie ein Passwort rauskriegen. Es gibt eine Karte. Wow. Do people still use physical maps? Na klar. Wow. Do people still use physical maps? Okay, Linksklick, Rechtsklick führt zum gleichen Ergebnis. Hier haben wir noch einen Computer. Another screen waiting for someone's attention. Und das war's. Dann reden wir doch mal miteinander. Hi. Erwischt. Welcome to the Quickest Journey Travel Agency. Ja, wohin kann ich reisen? Hoffentlich doch zu einem Weingut. Where can I travel? Everywhere! Quickest Journey offers amazing deals on destinations all across the world. When I'm not working, I love to take a trip to our most popular resorts in Greece, Turkey, or Spain. Alles Weinländer, oder? Das war's schon. Talk to you later. Always choose the quickest journey. Alles klar. Stift ist nicht. Nee. Hier sollten wir jetzt noch nicht sein, würde ich sagen. Gehen wir mal. Also, eine kleine Idee hatte ich gerade noch im Kopf. Und der gehen wir jetzt mal nach. Und zwar hier. So. Er hat ja gesagt, er trinkt nicht. Das werden wir einfach mal testen, oder? Vielleicht geht er dann randalieren in der Kirche und wir kommen rein. I don't see any reason to give that. Ah. Schade. Hat er Hunger? I don't think so. Will sie einen Bechern? Die Besenwache. Ich finde das Wort noch immer gut. I don't think so. Na gut, na gut, na gut. Also, rein kommen wir immer noch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück zum Joris. Ach, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir nochmal den einen Tipp von Jannika nach. Wir fragen nochmal nach Details zur Lesung, indem wir der Dame den Flyer nochmal geben. Hey, I found this flyer. Yes,
Tamara's organizing a public lecture about Jewish heritage next Tuesday. Is there something in particular you want to know? Also, fangen wir einfach oben an. What will the lecture be about exactly? The main theme will be focusing on the surviving cultural monuments and relics and their preservation. Interesting. Anything else? Ja. Wer ist eigentlich Tamara? Who's Tamara? Oh, she's a very active member of the Lithuanian Jewish community. She usually works on the promotion and preservation of Litvak culture. Litvak? That's what Lithuanian Jews are called. Oh, I see. Anything else? Ja. Will there be anything about the Great Synagogue of Vilnius? I don't know, dear, but Tamara did participate in some archaeological excavations there not that long ago. Is there a chance I could meet her earlier? I just want to ask a few quick questions. Well, she was planning to come over for lunch today. If it's only a few questions, I'm sure she'd find a few minutes to answer. What's your name, dearie? Me? Oh, Milda. Oh, that's a pretty name. Let me just text Tamara right now so she'll be expecting you. Great. Thank you. Jawohl. Da ist sie auch schon. Dann gehen wir doch mal ins Gespräch. Miss Tamara? Ja, schwätzt doch. Please, just Tamara is fine. You must be Milda. Uh-huh. I was told you had questions about the Great Synagogue. Ja, wir fangen einfach mal oben an, ne? Can you tell me a bit about the synagogue? Well, it was built almost 400 years ago. A marvelous building that could house over 5,000 people at once. Unfortunately, it was burned and heavily damaged by the Nazis during World War II. Later, during the Soviet occupation, the synagogue was completely demolished. Okay. Dann der Herr Glaubitz. Have you heard about Johann Christoph Glaubitz? Yes, the architect. He redesigned the interior of the synagogue in the 18th century. Wunderbar. Und die Artefakte. Are there any artifacts left from the Great Synagogue? Unfortunately, most things were looted during World War II. However, in the recent excavations, we found a cellar that wasn't shown on any plan. Ooh, what did you find there? I brought a picture from the dig site if you wish to see. Yes, definitely. Das ist spannend. Da ist doch der Schlüssel, oder? Ach. Aha, hier. What can you tell me about this key? That was the key to the synagogue's cellar. Are you sure? Yes, quite sure, considering we found the lock and handle of the door as well. Na gut. What's this stone tablet? Ah, that's one of the more intriguing finds. It was a part of a stone Torah reading table from the end of the 18th century. Und weiter. Jewelry? The Star of David, likely from the end of the 19th century. Ach, alles gar nicht so alt. What are these coins? These are 18th century silver coins from the reign of the Russian Empress Catherine the Great. Another great one. Und die Türklinke. That's a door handle, right? Yes, still well preserved and with a lock, dated around the middle of the 18th century. Na gut, und weiter. What's that? It's a candlestick. Can you tell me more about it? Well, not that much to be honest. It was found during the excavations, but there are doubts if it was even part of the synagogue's inventory. Na gut. Und das Messer? Is that a knife? Indeed. Surprisingly, it was still sharp when we found it. Was haben wir denn noch? Are those bricks? Oh yes, these are the original bricks from the synagogue's bima. Bima? It's a kind of altar in a synagogue where the rabbi reads Torah during the service. Fascinating, isn't it? Uh-huh. Mhm. Fascinating. Und wie? Broken pots and bottles? Yes, these are rather difficult to date and of little value. They might not even be part of the synagogue's inventory, but still they were found at the dig site. Und was haben wir noch? What is that? This is an ornament from the stairs that lead to the bima, likely from the early to mid 18th century. Gut, haben wir alles gesehen, oder?
Items mitnehmen. Tja, das war's. Danke. Thank you. That's all for now. Anytime. Gut, jetzt hat er schon mal seinen Zweck gehabt, aber wir wissen noch immer nicht, wo das Ding ist, ne? Mal gucken. Nee, ne, auf der Karte ist noch nichts aufgetaucht. Dann bleiben wir noch mal hier, gehen dem anderen Hinweis von Jannika auch noch mal nach und fragen Joris mal, ob er diese Flagge kennt. Why would I give that? Nö. Also, sie ist schon noch hier, ne? Wir können das Bild weiter angucken, aber wir können es nicht mitnehmen. Und sie sagt uns auch nichts Neues. Tamara? Yes? Nee, okay. Thank you. That's all for now. Anytime. Okay, wir müssen also irgendwo weiterkommen. Jetzt. Oh. Aha. Hello? Hey, Milda. Just checking on you. Any updates? I just found out a bit more about the KGB lead. Intriguing. I learned that Project Kostche was a KGB project dedicated to finding artifacts with special powers. Special powers? Like magic? I think they mentioned extrasensory perception, psychotronics, and telepathy. You're saying that the KGB thought that the Crown of Itotis could have magical powers? Hey, I'm just saying what I found out. I've got a wild theory. I'm listening. Okay, so, the old Polish note was written by a member of a Jesuit order just before it was disbanded, right? Yeah. Imagine this. The Jesuits hid the secret location of the crown, which they thought was somehow magical. You're talking about magic again. Okay, well, Project Kostche had to base their findings on something, right? So let's just assume that for a moment. Now, Jesuits hid the keys to the crown in different houses of worship. Why would they do that? Ja, wir nehmen das erste hier. Because they wanted different gods to protect such power? Perhaps because they knew that even if members of different faiths learned of it, none of them would agree to give the power to the others. Kind of a safety measure. If the crown's so powerful, why wouldn't they just use it themselves? Well, that's kind of my point. It must be somehow unwieldy. Otherwise, there wouldn't be any reason not to use it. Yeah. Or maybe they couldn't make it work because magic ain't real. I mean, I'm just throwing out ideas here. People can come up with anything as long as they believe the crown has powers. Okay, well, I'll let you know if anything comes up. All right, talk to you later. Na gut. Also. Hat mich nicht direkt weitergebracht, aber hierher bin ich gekommen, weil ich jetzt noch einen Versuch mit der Katze machen wollte. Wir lassen die Gute jetzt mal unser Lieblingsbuch aus dem Archiv holen. Komm, geh hin. Hi. Yeah? Can I get a book? Mhm. Would you like to? Ja. I'd like to Das see the hier? Necronom. You mean the? Ja, Yes. das meine ich. Und ja. Zieh Leine. Hol es einfach. Motz nicht so rum. So, wir müssen jetzt mal ganz schnell unseren Magneten mit dem Geschmack des Thunfischbagels infizieren und mal gucken, ob wir die Katze so irgendwie ablenken können. Machen wir mal schnell. Ach nee, gucke. Geht das jetzt? No. Den Spiegel drehen, das war die nächste Idee. So. Ach, und da ist sie schon wieder. There you go. Thanks. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Katze sich da jetzt direkt sehen kann. So, wir geben das Buch mal ganz schnell zurück. Und leihen es nochmal aus. Hi.
Yeah? Can I get a book? Would you like to be more specific? I'd like to see the Necronomicon, please. You mean the one that's in the deepest, furthest corner of the library? Jo. Ja. Also. Sagen wir mal so. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass der Magnet nach Thunfisch riecht oder schmeckt, aber irgendwie ist das Ganze ja doch miteinander verbunden. Was können wir daraus jetzt basteln? No. Das geht nicht. Können wir das irgendwie vor den Spiegel hängen? I don't think so. Das ist aber schade. Was soll mir das denn jetzt bringen? There you go. Thanks. Flaschenöffner, Seil und Bagel dran. Denke, da wird mir Milda doch einen Tipp geben, wenn ich sie frage, oder? A bagel, string, and magnet combo. I can come up with infinite uses for that. Ja, du, ich nicht. Ah, jetzt ist auch die Frage, muss es der Thunfischbagel sein? Müssen wir das Ding irgendwie mit dem Ausweis nochmal benutzen? Einmal Buch zurückgeben, nochmal rein. Und hallo Eva. Ich glaube, Eva hat heute ein paar Déjà-vus, oder? Sie erlebt ihren Tag quasi in einer sich wiederkehrenden Zeitschleife. Hm? Yeah? Ja. Hm. Buch. Can I get a book? Mhm. Would you... Ja. I'd like to see the Necronomicon. You mean the... Ja, das Yes. da hinten. Mhm. Gut, geh los. Melde dich ab. Geh auf. Ich wüsste nicht, wieso das klappen soll, aber wir machen es mal. I don't see how that would work. Ja, ich auch nicht. Können wir das noch irgendwie da reinknoten? No. Nein. Also dann geht auch hier offiziell gerade nichts. Können wir noch weiter basteln? Ah! There you go. Thanks. Was können wir hier noch mitmachen? Nothing. Ach. Können wir noch irgendwas anderes hier zusammentüddeln? Also sie sagt, sie sieht verschiedene A Anwendungsmöglichkeiten. bagel, string, and magnet combo. I can come up with infinite uses for that. Ja, ich so quasi gar nicht. Also, wenn wir irgendwas finden können aus Metall, wo wir das Ding dranhängen können, den Magneten, dann würde es von der Decke baumeln mit dem Bagel dran. Und dann würde die Katze doch irgendwie daran wollen, oder? Glaspaneele sind nicht das Richtige. I don't see how that would work. Also. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss das Ding doch dran. Ich hätte jetzt schon gesagt, wenn ich das irgendwo an der Decke befestige, wird die Katze doch durchdrehen, oder? Leute, das überlasse ich jetzt nochmal eurer Fantasie. Da könnt ihr gerne nochmal drüber nachdenken, was da geht. Also was mache ich mit diesem Ding? Kann ich ja noch mit der Schere irgendwas I don't anstellen? need to cut it. I'll just untie it. Okay. Das noch irgendwie I zusammen. don't think so. Geht das noch irgendwie No. dazu? Nee, ne? Die Mutter? Nein. I don't think so. Also. Bin gespannt, ob das so eine Art Multitool ist wie in anderen Games, sage ich mal so, ne? Wer weiß, worauf ich anspiele. Wenn sie sagt, viele Anwendungsmöglichkeiten. Vielleicht gibt es ja in der Tat noch mehrere Wege, das Ding zu verwenden. Wüsste aber
überhaupt nicht wo. Beim Opa in der Hütte mit Garantie nicht. Das ist die falsche Kirche. Moment. Hier wollte ich hin. Hier ist aber auch nichts weiter. Gediminas Burgturm. The famous tower of Duke Gediminas, the founder of Vilnius. Macht ja nix. Infotafel. The Orthodox Church of the Holy Spirit. Built in place of a wooden church in the mid-18th century, it was designed by Johann Christoph Glaubitz, who is famous for developing a Lithuanian school of Baroque architecture known as Vilnian Baroque. Na gut. Was können wir hiermit noch anfangen? Wir gucken mal, ob er noch irgendeine neue Idee für uns hat. Hello. Yes, my daughter? Nö. I am looking for Aber wir a gucken noch key. mal, ob es eine andere Option gibt. I'm sorry, the liturgy is happening soon. I have to sort this stolen wine issue first. Right, my bad. Nix, ne? Können wir das Ding an den Schrein knoten? Warum? Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. I don't see how that would work. Ja. Ja, Leute, ich übergebe an der Stelle an euch, ne? Was machen wir aus der Situation? Ich weiß es noch nicht. Ich kann jetzt überall hingehen und weiß nirgendwo etwas anzufangen. Ich denke, dass wir doch am besten doch hier bei der Universität unseren Schaff haben. Und ich gebe das noch immer gedanklich nicht auf, dass wir hier irgendwas mit dieser Katze noch machen müssen. Aber was? Ich weiß es nicht. Also Leute, seid kreativ, haut mir eure Ideen in die Kommentare und dann gucken wir, was bei rumkommt. Vielen Dank und bis dann, euer Matze.